In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Ebenen mit dem XCAV Pilot einfach erstellen könnt. Unter dem Designmenü unten rechts gibt es das Funktion Ebenen. Und hier gibt es jetzt 3 Möglichkeiten. Ihr könnt Ebenen auf Basis von einem Punkt, von 2 Punkten oder von 3 Punkten erstellen. Fangen wir mit der Ein-Punkt-Ebene an. Hierfür können wir einfach einen Referenzhöhenpunkt erfassen und hättet hier ansonsten auch Möglichkeiten, die Steigung zum Beispiel in absolut Nord einzugeben. Jetzt bestätigen wir hier mit OK und haben jetzt hier unsere Ebene erzeugt, die auch bereits aktiv ist. Jetzt können wir das Ganze auch am Beispiel von einer 2-Punkt-Ebene machen. Wir wählen hierfür 2 Punkte auf und können hier sehr einfach die Steigung dieser Böschung nachbilden als Ebene. Hierfür wählen wir einen Punkt an der unteren Seite und einen Punkt an der oberen Stelle. Wir könnten jetzt zusätzlich zu dieser Neigung noch eine Querneigung eingeben. Das ist zum Beispiel, wenn man entlang einer Straße eine Parkplatzfläche bauen möchte und diese mit 2% Gefälle das Regenwasser ablaufen lassen soll. Hier, da wir einfach nur diese Steigung abbilden wollen, reicht uns der untere und der obere Punkt und wir müssen keine weiteren Werte eingeben. Wir bestätigen dies mit OK und sehen jetzt hier direkt unsere Steigung, die wir jetzt auch entsprechend hier mit dem Roverstab uns anschauen können. Hier haben wir jetzt die Neigung der Ebene, die hinter uns entsprechend ansteigt. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die 3-Punkt-Ebene an. Hierfür gehen wir wieder auf die Feder, wählen wieder Ebene und wählen dann hier 3-Punkt-Ebene. Hier können wir alle Neigungen einer Ebene an 3 gegebenen Punkten erfassen. Beispiel, wir können hier diese Böschung erfassen, indem wir den ersten Punkt hier unten erfassen, den zweiten Punkt weiter drüben unten und den dritten Punkt an der Oberkante der Böschung. Hiermit haben wir jetzt sehr einfach die Fläche definiert, allein durch 3 Punkte und können jetzt hier überall in der Ebene sehen, welche Steigung wir an der jeweiligen Stelle haben oder wie diese umzusetzen ist, wenn wir zum Beispiel einen Damm verlängern wollen. Damit haben wir euch die ganzen wichtigen Grundfunktionen der Ebenen erklärt. Spielt damit ein bisschen rum, um damit vertraut zu werden. Und im nächsten Video zeigen wir euch die Layer. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.